Da sind welche Tanks hier drin. Medical Wurscht report wird. 16-8, dated November 2nd. Patient Private Steve Jensen of UAC Darklight. Private Jensen was suffering treatment was unsuccessful. Initial psychiatric interviews suggested only mild psychosis with speech, motor activity and thought processes within normal range. Paranoia being the only psychotic element represented. Reference interview G8A. Private Steve Jensen, October 18, 2145. UAC psychologist Dr. Hooper interviewing Steve Jensen, age 27. Reports. Here to help you, Steve. I've tried talking. They think I'm crazy. You think I'm crazy. They, your colleagues, aren't doctors. Let me help you. These reports. Nothing can help us. Prior sessions over a period of 72 hours reveal rapid deterioration of both physical and mental capacity, with behavior inconsistent with any known patterns. The patient was responsive for brief periods and had to be restrained during interviews. Reference interview H-3-2. Wollen wir durchschließen, oder? October 21st, 2145. Tell me what you see, Steve. I don't want to see it anymore. I don't want to feel it. Kann man dieses Audio-Ding mal aus? And then you'll see it. Can you talk about what you see? Das weiß ich nicht. Da müssen wir warten, bis es zu Ende ist. Dann gehen wir es mal erkunden. Steve? Später wieder. Oh. Warte mal. Lermisierte Monster. Ja, schön. Beweise verschwinden ja nicht, wenn sie tötet. Vielleicht essen wir die und deswegen bin Nein. Ist tot? Ja. Was? Help Ja, me? und? Gib uns deine Location, wir helfen dir. Nein, einer. Ja. Cryo. Heute. Was alles? Unmöglich. Ja. Das Ist auf jeden Fall perfekt. Loader running. 1. Jetzt mal Rüstung und Munition. In der 7 ist ein Kopf drin. Ja. In der 5 ein Kristall, der 2 Kristall. Wir müssen da hoch auf die Plattform. So hoch und dann durch, weil die Tür ist beschädigt und wir sind zu fett, um durchzuzwängen. Ist da nicht was drin? Oh, Schädel. Ist auch so ein ist eine Ausrüstung. Was du nicht gesollt hast. Nee, ich wäre erstmal mit dem Gerät beschäftigt. Mhm. Der Gerät! Okay. Das ist eigentlich ganz einfach, wir müssen 3 rausziehen auf eine andere Position und dann. Oder besser 3 rausziehen und dann wieder draufspielen. Wir sind da oben rechts in den Schacht rein, weil die Tür halt beschädigt ist. So macht er das. Ja, sieht auf einer Stelle was aus und stellt eine andere rein und platziert. Okay. Was wir dann hier drauf auf die 7? Was soll wir das überhaupt machen? Was aus? Naja, wir stellen uns auf den Container drauf, wenn der zu
weggefahren wird. Also zurückgefahren, meine ich. Ach so. Also die 3 und dann wieder in die 3 reinschieben. Und für eine Sekunde dachte ich, wir müssen uns jetzt eine Treppe bauen. Das ist jetzt so schwer für die Spiel. Ach Gott, dein Kopf ist voll. Der gesamte Kopf ist auch verblutet, man sieht ja kaum noch was. Und du hast voll die Schusswunde in deinem linken Unterarm. Oh je. Ich wollte mich schon, wir beide drauf passen. Ja, einer muss noch. Hallo, ich wollte gerne. Ich bin die mit dem Ping, also bleibe ich hier drauf sitzen. Ja gut, aber ein bisschen näher an mir. Es steht ziemlich am Rand. Würdest du noch gucken? Ich will nicht gegen die Decke klatschen. Danke auch spielen. Oh, 3 Lebenspunkte verloren. Ja, ich komme gleich nach. Ja. Ich werfe das Scheinwerferlicht auf dich. Ja, ich platziere den 3 woanders und gehe ja. Nur eine Ewigkeit dauern, dass es so lange braucht. Jetzt werde ich gleich von der Spinne angesprungen und falle runter. Die ist ja wirklich gar nicht spinnen. So spannend, ey. Nur spazieren will man alles in die richtige Reihenfolge. Das ja. Und weiter Tag heute so. Nicht so erlebnisfreudig wie der vorherige Tag. Du hast nicht vorletzter Tag. Ja, Vor? Genau. vorletzter Tag war's. Nichts vor war gestern. Da hast du einen Livestream geschaut. Gestern war Donnerstag, ja, da habe ich die Impulse das Phasmophobia Livestream geguckt. Und am Mittwoch haben wir Phasmophobia gespielt, ja. Das war vorgestern. Und du hast vielleicht rumgelacht, als ich gekauft habe. Okay. War schon lustig. Ah, den ist noch. Wir sind Leben verloren, 3 Schließen so kriegen. Oh, weil was hinter mir steht. Ja, sorry. Ich konnte nicht ausweichen. Ha, yeah. Access Code Chief M. Abrams. Da heißt nur, was da irgendwo am Anfang des Spiels, wenn man das Code bekommen hat. Der Code war 931. Das heißt, man muss schon im Internet schauen und aufschreiben. Das noch zu öffnen. Die wäre eine richtig interessante Waffe. Schon ziemlich gemein. Hier. Sieht ein bisschen aus wie der Hundefutterwerfer aus Unreal Gold. Ja, nur so ein. UAC Weapons Research BFG 9000 Prototype. Ah, Stieg 1. Ah, Stieg 1. Schade. Richtig fettes Ding. Eine sehr mächtige Waffe. Zwar nur wenig Munition, aber die kann so gut wie alles mit einem Schuss töten.
Skelette. Oh, ich kriege doch eins. Geil. Nur sehr lange gedauert, bis es spawned ist. Ja. Und man kann es aufladen, bis so 4 Schuss auf einmal schießen. Wow. Weißt du, wofür die BFG, also Kürzel BFG ist? Nee, woher soll ich das auch wissen? Big Friggin' Cannon. Mein Gun. Big Friggin' Gun. Okay, Delta Labs Sektor 3. Hier jetzt 2 Wege zu raus. Ah, wir sind auf der anderen Seite. Was auf der Auf der anderen anderen Seite? Der Giftkammer. Ist auch wieder Oh, nee, hier kann man nicht durch. Storage. Ich bin zu fett. Da kann man nicht durch. Also der Filing Station. sau die kaputte Tür. Dr. Ich bin nicht durch. Rayleigh requested military supplies placed in a storage locker in case of emergency. A security member delivered the supplies today and secured them in locker 116. The lock code was set as 972. Steht der hier irgendwo in der Nähe? Ja, 972. 7-2, genau. Jo. Oh, sogar Munition für BFG. Hier siehst du. Große grüne Kanister mit Energie, das drin ist. Das sind BFG-Zelle. So sieht Munition dafür aus. Biohazard. Grün ist immer Biohazard. Vor allem das Ding Ja, ist, verschießt an. Atom. Das Ding versch... Müll, was auch immer. Weißt du, was das Ding macht? Du schießt aber nur an aufgeladen, also Energie, aufgeladen Mikrochip. Da hat man meist alle Ziele anvisiert und die mit Energie tötet. Sonst was zu lesen? Das ist nur eins. Also. Wolfgang Station, Access. Voll der Prank. Activate oxygen purge running. Halon system activated. Halon systems deactivated. Contact maintenance for Halon system reset. Work safe. Ja. Ja. Work selbst, work intelligent und so. Hallo. Stuhl ist tot. Ah. So eigentlich ich wieder von dem Stuhl getötet werde. Ach, Rüstung. Das ist eine Rüstung. Plasma. Oh. Ich muss vielleicht mal wieder Plasma nutzen. Ich habe schon 500 Schuss dafür. Ich bin komplett voll mit Plasma. Na, darfst Wir du können jetzt anlocken. Secure Meter, ja. Delta Labs 2 Access. Unlock Offices. Oh, da kommt ein Gegner. Hinter dir. Vielleicht krieg ich einen Schuss ab. Ja, ich will auch mal wieder Plasma benutzen. 550. Vielleicht jetzt die Ports lesen. Ja. Ah, es hat zurückgesetzt. Dated November 2nd, 2145. Patient 0432, a Private Steve Jensen of the UAC Darklight Armor Corps Division. Deaktivieren. Yesterday, 1543. Private Jensen. Ah, kann ich deaktivieren. Das ist so dumm. Warte mal bis. Psychosis with speech, So motor leider activity and warten. thought processes within normal range. Paranoia warte being nicht the only noch mal. psychotic element directly evident. Dann lese ich halt vor. Reference Interview G8A. Private Steve Jensen, October 18. Report 11.15.45. Dr. Hooper. He escorted 8 to the medical lab after further instances of self-mutilation. I've cleared him for final research and disposal. He is no longer useful as a data subject. Was? Disposal?
Testing for today has been halted due to increased power fluctuations. Our Ian thinks he can bypass the fail-safes, boost our throughput, giving us the necessary power to move ahead with the final phase of Test 11. He is currently working on problem in MC routing. I am going to security to seal this area until testing can resume. 11.45 report. Research subjects continue to deteriorate mentally. I've requested a security guard on site. I am beginning to question my own safety working in close proximity to the team. Test subject 8 never stops screaming. I've informed the guard that offices occupied by the subjects are to be locked at all times. Ask Dr. Brasky to place some military supplies to security room lock. If things get out of hand again, I want to be ready. Ja. Achso, ich habe von falschen Reihenfolge. Okay, after subject report. The subject 4 attacked and inspected today. I want to know who was responsible for letting them into the wreck area, especially when it was known that non-USC personnel were coming through today. Last thing we needed was another accident. Petruka assured me that a report would be filed. Important. I don't dare be blocked these inspectors from entering a secure area to risk exposure. I've retired 4 and moved the remaining subjects into empty Sector 2 offices for closer observation. Okay, jetzt kannst du lesen. Ist ja nicht zu Ende. Nein! Wow. Denied. Patient 0432. 1. Oktober 45 Report. We sent the first batch of volunteers through the teleporter today. Subjects were administered a mild anesthesia to put them under the duration of the experiment. We reported with no side effects when awakened. The only reported injury was subject 7, with 0 exaggerations and recombinations on the receiving pad. They've speculated that they were somehow self-inflicted during the matter transference, but are unable to fully explain how physical damage could be administered during an extraneous transfer. 12. Oktober 45. Research subjects have become increasingly delusional. An interesting pattern has emerged in recent psych evaluations. All subjects are reporting supernatural experiences, as common enough as a schizophrenic manifestation. I've never seen the same psychosis affect all subjects in a controlled test group. Document orbital probes to check for growth or swelling. Light pressure in this region might explain the mass hallucinations. Again, I suggest holding experimentation on these subjects until we discover what is affecting them. 19. Oktober. Jameson cleared the order for holding the test subject pending on detailed physical analysis. I uploaded a request for new volunteers, so we should have a few new transfers by looking for free credits. I'm keeping Sandra on his log entry. Be sure and check all potential candidates for immediate family or local social ties. Make sure they won't be missed. Corporate does not want to deal with anymore litigations, glaube ich. We have exhausted all known Ja, da haben die Leute schon die Worte geschickt und die wurden geisteskrank. Einige von denen sogar noch Verletzungen bekommen wegen des Teleports. Wir wissen nicht, wie das passiert ist. Hab jetzt nicht mehr bemerkt. Was habe ich nicht? Ich war am Lesen. Nichts. Ich hab dich nur eingebaut. Also ich hatte jetzt mit dem Zettel in den Hintern gepackt, wo steht Idiot oder so. Ah, das war ein Clip. Ja, da laufe ich ins Geldtor rein. Ja, schon Zombie. Ah, die sind jetzt halt draußen, weil die Türen offen sind. Der Wissenschaftler ist... Oh, ist ein gay. Na gut. Ich untersuche jetzt mal die Räume. Wir untersuchen währenddessen die Räume. Okay. Ah, sogar die Plasma-Munition. Da sind Bill Wilson.
Ah, eine Mail und eine Voicemail. Sie hast so nichts von dir gehört durch mein Mikro, oder? Stell ich mich auf den Tisch. Also bisher nichts gehört von dir, von meiner Seite, ja? Bisher nicht. Das ist gut. Phil Wilson. Dr. Meine Ruhe. Peter Raleigh. Patient workload. Phil, I'm going to need you to help me next week with my work. I've got so many files and reports to get into the computer that I don't have time to actually see my patients. I will box up some of my paperwork and send it over to you. If you could enter the reports into the computer, that would surely help me. Thank you, Dr. Peter Raleigh. Ja, denn Phil ist ein Praktikant. Audiolog. Volunteers. Hören uns das mal an. Play. Audio log for Phil Wilson, medical technician, Delta Labs, October 20th, 2145. Today I witnessed the third test of the teleporter in the 3 weeks that I've been here. Volunteers are becoming harder and harder to come by, and it isn't difficult to see why. They all come back screaming like loons about demons, pools of blood. I mean, it's real fire and brimstone stuff. At first I wasn't paying much attention, just doing my job, but the last was Robert Clayton. Now, I met him my first day here. This guy chews up rocks and spits out gravel. He's tough as they come. Having to sedate him and drag his drooling body to the isolation room, it's really freaked me out. I'm gonna put in for a transfer as soon as I'm able. Schon weit zu spät. Boah. Also, die haben wohl quasi in die Hölle geschickt. Mit einem Teleporter. Kein Wunder, dass alle den Verstand verloren haben. Ist nichts. Ich hab wieder Das hat. von Frank eingesammelt. Oh, Frank, ey. Na, Sorge, Frank, wir schauen dich am Sonntag wieder. Hier ist auch niemand. Was ist hier? Ich meine, das Ding holen, um Teleporter nutzen können. Lass mal den Sohn. Sollten wir mal sammeln. Lass mal in das. Was ist das Hobby? Nie ausweichen! Oh, prima. Lass mich das tun. Wir sind eigentlich schon lange keinen Zombie-Soldaten mehr begegnet. Fällt mir grad Ich wurde mal ja umgewandelt. Wir wurden schon alle umgewandelt. So, am Wesentlichen schießen. Ich habe eine Plasma-Munition vergeudet. Weiter benutzt. Granaten, die wir nie Granaten, die wir noch nie benutzt haben. Doch. Als wir uns gesoftlockt haben. Ach, stimmt. Ich meine, gegen Gegner genutzt haben. Hier gibt's noch Plasma. Da ist Rüstung. Hier in dem Wagen gibt's noch Rüstung. Und wenn du zu mir gehst, hier ist auch ein bisschen Rüstung und Plasma. Plasma! Nee. Schauen wir mal, was wir rechts haben. Ah, hier ist das Ding, das wir brauchen. Oh, Munition für Lebenskraft. Ist das Plasma-Ding, das wir brauchen, aber warte. Also. Wir sagen jetzt mal die anderen Räume sauchen, weil wir haben noch Data Labs Storage. Ich gebe mir noch ein PD dafür.
Ach, deswegen ist der funktioniert das Fahrstuhl nicht. Ja. Okay. Wir brauchen Fahrstuhl, wir helfen aber direkt runter und sterben. Wo ist denn der Code dafür? Irgendwo ein... Oh, da an der Seite. Ich hab's gefunden, es ist direkt an der Seite im Stickzettel. 715. So, kann man auch hier ein Passwort verstecken. Warum haben wir die KPD dafür gefunden? Das ist komisch. Dann schauen wir auf die Seite und merken, oh, der ist ein Stickzettel. Ich habe gedacht, das ist vielleicht irgendwo in der Nähe aufgeschrieben wurde. Aber nicht direkt auf den Kabinen. Ja, kommst mit uns. Ab zur Lobby. So. Jetzt sind wir ein Dreier-Team hier. Willst du jetzt Plasma-Gun oder Schrotflinte? Ups. Ja. Nimmst du mit? Ich geh voraus. Natürlich nehme ich ihn mit. Ich weiß nicht. Geh rauf voraus und töte alles, was in den Weg kommt. Okay. Ja, jetzt sind Zombies. Okay. Du bist... Was ist dein Name? Markus. Du bist Markus. Vielleicht aus dem Weg. Schon wieder. Oh nein. Oh, Markus. Da waren zwei, die ich zu spät gesehen habe. Ich war schon mal nachladen. Markus perfekter Schutzschild. Oh nein. Steck fest. Markus. Oder schießen. Oh Markus, so viel wir nicht. Extra Plasma-Gun-Munition dafür benutzen. Da wollte ich nicht reagieren, wenn wir benutzen ab. Komm schon, Markus, sei nicht so widerspenstig. Ich weiß, es ist sehr schrecklich hier. Falscher Weg! Verdammt! Ernsthaft? Wir sind in die Richtung. Wir haben Orientierung verloren. Oh, das ist schwierig. Wie kriegen wir jetzt Markus darüber? Nein! Markus ist im Loch! Warte. Scheiße. Ah. Okay. Oh. Ja. RIP So Markus! Er wollte freiwillig zurückbleiben. So ist das Ding. Excellent. That will get the teleporter working again. Now you don't have much time. You're going to need to teleport across the containment chamber. It's the only way through this part of the complex. Head into the chamber and initiate the sequence on the machine. I'll take care of the rest. I'm not going with you. Good luck. But before you go, I want you to take something. It's a journal I made about the experiments. Those things. It's all there. It'll explain everything. Get it to someone so this never happens again. Okay. Ist klar. So, jetzt können wir zurückgehen. Ich hoffe, diesmal nicht mehr. Ja, wir sind beide drin. Yay! Oder ist Markus nicht mit dabei? Decontamination complete. Have a nice day. So, erstmal ein Video schauen. Das sind hier, weil es weniger laut ist. So, Personal ein Video ist. Warum stellst du dich mal durch und ich? Was?
Teleportation experiments. Das ist noch ein Video, das... Oder hast du nicht... Oder musst du auch aufsammeln? Hab ich nicht. Oh, wir kommen wir nicht wieder zurück. My name is Ian McCormick, and I'm a research specialist stationed on Mars, working for the UAC. My primary job is, or rather was, to assist Dr. Malcolm Betruger in a variety of experiments, though for the past year we've been focusing almost exclusively on teleportation. I don't know if I'll make it out of here alive, so I'm recording this video log to let someone know what happened, and with that knowledge, prevent it from happening again. Initially, the teleportation experiments were amazing. We were creating a new science, and the prospects of it changing our way of life were, well, they were outstanding. I was proud to be associated with such an amazing project and someone as talented as Dr. Betruger. We noticed early on, probably before we had completed maybe a dozen successful tests, that there was a variable delay during the teleportation. The objects are broken down at the quantum level, transported and then reassembled. Each stage of the process should have been instantaneous, but it wasn't, and we didn't know why. We sent a video drone through and were shocked at the images it sent back. Just a few frames of video right before the drone came back through showed what appeared to be several sets of eyes looking directly at the probe. We had just found a living, breathing creature that was not human. Betruger immediately sent out a request for volunteers. He specifically wanted UAC security force members because he wanted to capture one of these creatures. I've made a lot of mistakes, but I am most ashamed of my involvement during the next phase. To get medical clearance to send human subjects through the device, I doctored up several of our reports to indicate that we had performed living tissue experiments. I did not regret it at the time, but a few days later, when our third test subject came back, he was chewing off his own fingers. It seemed he was clinically insane. We started sending teams in, about once every 2 days. The teams were reporting nightmarish experiences and sightings of things that ultimately made us conclude that the other dimension was not just another dimension. It was hell. And the creatures we were bringing back, demons. And then Betruger, he went through the portal himself. I don't know what he was thinking. It was an unscheduled trip, and he just went, and we couldn't stop him. And when he came back, he had changed. He sounded and looked the same, but he just... I don't know, he was just different. And then he did the unthinkable. He took the Soul Cube, the device that was discovered in the ruins, into the portal. The portal stabilizers just started to fail, and then living hell erupted into the base. We were stupid for not destroying the portals as soon as we realized what was on the other side. Oh God, forgive me. I blame myself for my part in this. Please, someone, never let this happen again. I'm sorry, Ian McCormick. Ah, verdammt. Ich nehme schon an, dass sie zusammen, was soll das? Ich wieder alles andere shared. Naja, schon aufgenommen. Muss es spawnen. Mit Teleporter-Sequenz. Und, sollen wir? Mach. Systems activated. Teleportation will commence in T-minus 3, 2, 1.